So, herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin Enhanced Edition, bla bla bla, Titel, tralala. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, in letzter Folge haben wir ja versucht, diesen Typen zu überreden, haben es nicht geschafft. Ich werde es erstmal so handhaben, dass, wenn ich versage, dann versage ich. Kann man ja im realen Leben auch nicht einfach nochmal probieren. Allerdings sollte sich irgendwann herausstellen, dass es halt wirklich handfeste Probleme gibt. Wenn ich nicht so ein Gespräch nicht schaffe, dann werde ich auch mal vielleicht laden. Aber es soll nicht die Regel sein. So, das wollte ich nur kurz sagen. Und hier sehen wir jetzt, haha, Roberts Hauptbuch. Und wir gucken gerade mal, wo der Typ ist noch oben, ne? Jetzt ist er, der blinkt hier immer so kurz auf. Aber wir wollen uns das ja gerne mal angucken. Deswegen speichere ich nochmal kurz. Er schaut hier so ein bisschen. Aha, möchtet ihr bei jemandem in die Tasche spicken? Begebt euch in den Schleichenmodus und schleicht von hinten an jemanden heran, um zu versuchen, ihn zu bestehlen. Ja, nein. Was nehme ich denn jetzt eigentlich hier für Quatsch mit? Das muss gar nicht sein, ne? Ja, hier so ein Pfeilding. Ja, kann man aber mal schauen. Gut, gucken wir hier nochmal die Leichen an. Geralt steht Schmiere. Das sind mir Helden hier. Ja gut, wir haben jetzt eigentlich alles Wichtige. Ich nehme jetzt auch nicht alles mit. Die Tür, ich mache sie mal zu. Die stand offen. So. Jetzt haben wir das Hauptbuch gefunden. Und wahrscheinlich sind das jetzt auch Informationen, die wir eben auch von ihm hätten bekommen können. Aber da er sie uns nicht geben will, informieren wir uns halt selber. So, was ist denn jetzt hier mit dem Jake? Okay, darüber hinaus halte ich es für unmöglich, dass irgendeine Person außer Bürgermeister Cecil, Hauptmann Aureus, Eva Maria oder Esmeralda in der Lage gewesen wäre, Zugang zum Leichnam zu erlangen, ohne dass ich dies bemerkt hätte. Eine Leiche kann sich nicht einfach in Luft auflösen. Und selbst wenn, so kann kein noch so starker Windstoß einen Sack Gold auf die leere Totenbank geblasen haben. Nein, eine der genannten Personen muss ihre Finger mit im Spiel haben. Aber solange Jakes Sarg nicht wieder ausgegraben wird, kann niemand das Verbrechen bis zu mir zurückverfolgen. Genau. Solange es niemand ausgräbt. So, du Hund. Na? Darauf schnacken wir jetzt nochmal kurz mit dem. Warte. Kurz. Entschuldigung. Ich möchte mit beiden Helden natürlich. Hier, Geralt muss... Na? Nee, so. Er ist ja der Redner. So. Aber ihn? Ach, guck mal, sie hasst er jetzt weniger als ihn. Na gut, so. Hier. Du hast uns ein bisschen angelogen. Tja, wie wäre es mit einem Geschenk zur Heilung alter Wunden? Ach so, jetzt könnte ich mich quasi mit ihm gut stellen, aber ich wollte ihn jetzt gerade nochmal ansprechen darauf, dass er mich so ein bisschen angeschissen hat, ne? Aber gut. Nö. Ich schulde dir gar nichts. Vielleicht ein Hauptbuch, aber das könnte ich ihm mal schenken. Ach nee, das ist jetzt schon weg. Also quasi, ich habe es gelesen und... Gibt es hier irgendwie eine Sortierfunktion? Ja, Typ. Jetzt bin ich natürlich total konfus. Da, Hauptbuch. Nee, okay, das hat er dann einfach übernommen. Schade, das wäre doch ein schönes Geschenk zum Versöhnen gewesen. Nun ja, okay, haben wir hier noch ein paar Infos rausgeholt. Informationen. Ach, hier sieht ja auch beeindruckend aus. Eine Ballistikstufe 3. Okay, und hier ist... na gut, da gehen wir mal noch nicht lang. Ich vermute nicht, dass uns das bei unserem derzeitigen Auftrag helfen wird. Aber hier gehen wir mal gerade hin. Hier ist nämlich die Crafting-Station. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir schon was machen können. Ich würde ja gerne mal gucken. Das ist ein bisschen eklig, ich muss gerade die ganze Zeit aufstoßen. Naja, habt ihr nicht gehört. So, ich habe nichts gesagt.
möglich, aber nicht genug schmieden. Na gut, wir hätten es ja, hätte man probieren können. Es ist natürlich, das Crafting-System ist hier halt echt cool, weil man wirklich relativ logisch so Sachen kombinieren kann. Habe ich das schon mal erwähnt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube in der ersten also irgendwie in einer der ersten Aufnahmen habe ich da mal was gesagt. Na gut. Also können wir hier erstmal nichts machen. Aber warte, vielleicht können wir unser Eisen hier mal einschmelzen. Das wir da unten im Keller gefunden haben. War das nicht irgendwo? Oder hat sie das mitgenommen? Ich hätte gerne das Inventar so ein bisschen zusammengefasst, weil es gibt bestimmt Mods dafür. Malachit. Hat nicht irgendwer hier so einen 10-Kilo-Stein aufgehoben? Oder bin ich gerade ein bisschen blöde? Doch hier. Warum kann ich das nicht? Ist doch alles, ne? Ach, hier. Ja, ich habe es einfach nicht gesehen. Na? Ach komm, so ein blöder Stein schmelzt sich doch von alleine. Nee. Na gut, dann nicht. Aber theoretisch möglich, ne? Ihr habt es gesehen. Dieses Haus hier sieht irgendwie danach aus, als müsste ich es mal plündern, weil diese Bilder kann man auch schön verkaufen. Aber hier brauchen wir Dietrich für, ne? Oder wir schlagen die Tür ein, aber das, man muss ja nicht immer gleich so vorgehen, ne? Oder kann ich mich durchs Fenster teleportieren? Das wäre natürlich auch witzig. Wir probieren es mal aus. Ja, vielleicht muss ich dafür hier hingehen. Und dann, weil durchs Fenster, ne? Ihr versteht. Na gut, das geht jetzt nicht. Okay, was ist das überhaupt für ein Haus? Wissen wir gar nicht, ne? Steht hier irgendwo ein Schild? Ich sehe jetzt keins. Ist auf jeden Fall verlassen. Und da drin ist eine Kiste, die ich gerne haben möchte. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir uns jetzt langsam mal daran machen. Wo ist denn hier der Eingang? Oder hier? Ist das eine Taverne? Achso, das ist die Taverne, okay. Ich möchte nämlich gerne mal... Da sind irgendwie so 2 Leuchtepunkte. Das heißt ein bisschen Quest. Gucken, was sind das denn für Sachen? Achso, der Tatort, genau. Den schauen wir uns jetzt mal an. Wird nämlich Zeit, dass wir mal... wie sagt man... Taten sprechen lassen. Dass wir was tun für unser Quellenjägergeld. Hier wird gemotzt. Finde ich gut, erstmal. Finde ich nicht schlecht. Leute, ne? Keine Sorge, ich räume hier nur ein bisschen auf. Und jetzt gehen wir mal hier hin. So. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Sightseal is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. Na, du übertreibst. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot, so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Und wer seid ihr? Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but today I changed them. Das klingt ja alles fies, was die Gelegenheit angeht, die ihr erwähntet. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Nee, also Abenteuer sind jetzt eigentlich nicht so meins, ne? Gut. Aber Ciri findet das natürlich gut. Aber natürlich, wie könnte jemand mit meinem Beruf anders darüber denken? Das stimmt, wir leben für das Abenteuer. Ja, gut. Ich glaube, Geralt, weil ich ihn dann loyal gemacht habe, plappert der Ciri einfach alles. Also,
ihr, ja, genau, einfach alles nach. Here, Na gut. you and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path. The rush of finding yourself in a goblin ambush, knowing you'll prevail nonetheless. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could earn more? Sie riecht einen Köder, den er uns gerade aufwirft. Na gut. Reichtum. Na gut, wir sind Hexer, ne? Ja. Geralt. Knecht. Redet einfach alles nach. Na gut, warum nicht? So. Gold. Super. Bei den fantastischen 5. Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Söldnergruppe, ne? Oder sowas. Oder Abenteurergilde, ich weiß es gar nicht. To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that, and at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich ihm da einfach nicht widersprechen. Lieber führen als folgen. Das ist keine Schande, Anweisung zu befolgen, wenn der Dienstherr das Vertrauen verdient. Ach so, das ist natürlich so eine Sache, ne? Weil wir sind ja eigentlich Söldner, ne? Also Hexer, wenn man so will. Und die nehmen ja auch Aufträge an. Aber lieber führen als folgen. Der plappert einfach echt alles nach. Finde ich total gut. Ich weiß nicht, wie viel in Character das quasi, also charaktergetreu das ist, aber ich finde es ein bisschen witzig. Und wir reden ihm scheinbar gerade genau nach dem Mund. Ja, so. Why, fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you and tell you about the marvel that is the fabulous Five. The invitation to join is yours. Grab it. Klingt so ein bisschen, als würde er uns jetzt irgendeinen Knebelvertrag verkaufen wollen oder so, oder? Oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Rosen auf der Straße, aber na gut, für solche Leute ist er dann doch ein bisschen wortgewandter. Naja, gut. Erzähl mir noch mal ein bisschen mehr über deine fantastischen 5. The fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlong. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so. To realize our dreams and cleanse our souls. Hat auf jeden Fall gelernt, sich kurz zu fassen, der Knabe. So. Unbedingt. Ich möchte mich einschreiben. Ja. Ich unterbreche dich mal. Was machen wir denn eigentlich dann so als Mitglieder? Ja, dann zeig mir doch deine Anerkennung, indem du mir mal genau sagst, was wir überhaupt jetzt hier als fantastische 5 Mitglieder machen sollen. Is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts. Ja, ich bitte darum, gib mir einen Auftrag. The gospel of the fabulous Five and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't by now? Das ist total wunderbar. The fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another.
cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Jetzt klingt es ein bisschen nach Mafia. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Riverlon. You will make the stars shine all the brighter. And you'll get fabulously wealthy in the process. Ich möchte mich einschreiben. Ich kann nicht anders. Of course. All you need to do is sign this waiver, and just like that, snap! You're... Ach, so eine Gilde. Ah, vielleicht können wir denen ja auch helfen, ohne dass wir beitreten müssen. Ich würde gerne Aufträge für die, so ist es nicht. Aber ich möchte nicht in irgendeiner Gilde, ne? Wie gesagt, Knebelverträge und sowas, mit denen habe ich es nicht so. Also, die Sache mit den Fantastischen 5 klingt zu schön, um wahr zu sein. Also passe ich leider. Ja, Geralt. Alles klar. Einverstanden, ihr seid ein wenig zu heftig eingestiegen, mein Freund. Ja, ja. Oh. Ach, doof jetzt, ne? Oh, blöd. To deny the fabulous five. It is a crime against reason and humanity. Opportunity knocks, and you close the blinds. The lackey's life is yours, and by choice, too. So long, fare thee well, though you won't. Ja. Neuer Eintrag. Ich möchte trotzdem mal gucken, was das jetzt ist hier. Elfisch-orksche Blutfehde, was? Ach so. Genau, da. Was war das? Im Königskrabbe. Sind wir da jetzt gerade? Müssen wir gleich mal gucken. Das machen wir gerade mal zu. Ach, das ist jetzt ein Abenteurer namens Mendius bat uns seiner Gilde in der... Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen irgendwann auf diese Gilde treffen. Ich fände es halt, ja... Ich habe es jetzt abgelehnt, ne? Weil ich versucht habe, das ein bisschen in Character zu machen, weil ich glaube, das wäre nicht so die Sache vom Geralt und der Ciri. Aber, ja. Na gut, so, Königskrabbe. Der richtige Ort zum Saufen und zum Plaudern. Guti, dann, rein da, ne? Mit wem reden wir denn zuerst? Alles, Madora. Was? Bitte. Achso, wir haben die falsche. Wir haben Ciri. Wir müssen eigentlich mit Geralt reden. Ne? Nicht so schlimm. Ja, der Hauptmann war Trop. War Trop? Na gut. Wer sagtet ihr denn? Was? Wer sagtet ihr? Seid ihr noch einmal? Ihr kommt mir nicht aus der Akademie bekannt vor. Ach, die Nordakademie. Ja, das ist noch alles Stümper da drüben, ne? Madora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Tja, ich habe nichts davon gehört, dass andere Quellenjäger nach Zeisil geschickt wurden. Was macht ihr denn hier? That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either. The ones who've taken dark magic to new heights. Ui. Übel. What they want in Hunter's Edge, I can't say. But it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Cyseal. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. Okay, dein Dorf wurde also angegriffen. Wie kamst du denn da weg? By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me,
That particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. Boom klingt gut. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Sicil hinterlands. Oh, ein Zebra. So, euer nächster Angriffsplan. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. But perhaps that's where you come in. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I Das ist jetzt so eine Sache, ne? Wir sind einsame Wölfe. Ne? Das bedeutet für uns, wir arbeiten allein. Aber vielleicht können wir auch alleine ohne sie dahin. Okay, euer Vorschlag. Ihr helft uns hier in Sicil und danach helfen wir euch dabei, euer Heimatdorf zurückzuerobern. Ja. Die kann ich auch alleine enthaupten. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. Würde natürlich super in unseren Trupp passen, ne? Hier Zweihandschwert, Zweihandschwert, Zweihandschwert. Je weniger Variation, desto besser. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thaleron for another. And on top of it all, the feline menace is lurking in every hearth and shadow. Erzähl mir doch mal von dem Bürgermeister Cecil. The mayor's a decent sort, even if he can't hear farther than the tip of his own nose. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something not quite on this side of the law. Oha. I suspect an illegal sauce, artifact, or substance is at the root of it, but exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Sicil, I don't have the authority to interrogate him. Na gut, erzählt mir doch mal von Teleron. Fella seems like a humble doctor, but I bet my sword he's dealing in something darker in splints and tonics. A loose-lipped fishmonger let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. What business? Hardly the habit of an innocent healer, I'd say. Vielleicht sprechen wir ihn nochmal darauf an. Was meintest du vorhin mit der Katzenplage? Ich sehe hier nur eine. Und die, ja, benimmt sich, würde ich sagen. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. It ain't natural. Ja gut, jetzt wo du recht hast, was hat die denn? Naja, das brauchen wir alles erstmal nicht. Tschüss. Ne? Wir sehen uns. Tüdelü. So, was könnte man denn jetzt hier noch machen? Bei der Bedienung mal gerade anfragen. I'd like to report some dark magic. Only tainted hearts could tip as miserably as this lot. Haha, ja, sehr gut. Du bist also Bedienung. The King Crab nearly 10 years now, personally. Seen every character you can imagine, from bums to wizards, passed through these doors for a pint and a place to rest. Ach ja, genau. Warst du da, als Jake ermordet wurde? I think I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream has been ringing in my ears ever since. And with the room where it all happened still under quarantine, we've a constant reminder of exactly what happened. Oha. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen? We all thought it was Esmeralda who checked into that room, and the Duke that followed her in. Gleich beide? I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her, damn my eyes, but I figured the way she disappeared that she was visiting one of the lodgers. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there till I heard Ivad fling that door open, but I was paralyzed with fright. Okay. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Esmeralda und der Duke sind irgendwie beide dann noch irgendwie aufs Zimmer oder so? Naja, müssen wir gleich nochmal nachfragen. Der Duke. Herzog, das ist doch ein Duke, ne? Oder? Hallo. Achso, Entschuldigung. Ich wechsle nochmal kurz.
I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have, like our noble Captain Aureus before you. Ja, erstmal ein paar Infos, ne? Wer bist du? Duke of Ferrell. Though I suppose my name is in the mouths of enough ruthless gossipers that you've heard of me by now. So, jetzt ans Eingemachte. Was ist mit dem Mord an Jake? It's very tragic news. I won't posture and say that the Counselor and I were anything near allies, but I truly never wished the man harm. Okay, also er hat nicht wirklich was zu sagen. Vielleicht war der Duke doch wer anders. Einfach mal diesen blöden Hirsch da oben wegnehmen. Hallo Katze. Tschüss. Ja, blöd, ne, dass wir nicht mit denen reden können. Aber so ist das. Kann nicht jeder. Was haben wir denn hier noch? Anna. Und Alistair? Hieß nicht einer aus Dragon Age? So, naja. So. Ja, mit Anna reden wir nochmal kurz. What have we here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Sicil. Na, macht mich nicht größer als ich bin. Ich bevorzuge Retter der Welt und der Zeit. Tall as an elf, strong Zukunft as an jedenfalls. orc, but your face, Spee. quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. Bist du verliebt? And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? You're exactly the person I've been searching for. Ich werde noch rot jetzt. Erzähl mir erstmal ein bisschen was über dich, so, damit wir das Thema ein bisschen ablenken. So. Anna. Jewel in the crown Ha, is the da freut sich aber jemand. Die Fantastischen 5. Ah. I've got 1,000 throats and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of the Queen of Errata, and with my pockets full, helped her reach enlightenment. Ja, beeindruckender Lebenslauf. When So. the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my formidable collection of designer slippers. Das klingt ganz wundervoll. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. Oh, gut. But then, Source Hunter, you wandered into this tavern, and I am most certain that that companion is you. Baby, tut mir leid. Ich arbeite allein. So, ihr sucht nach jemandem. That I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence Ja. itself lacked a significant component. Like if you could only fill a certain void, could connect with the right body, the right spirit. Together you could uncover new and thrilling vistas. I believe I have found that component, that body, that spirit within you. So langsam reicht's aber auch echt. Gute Frau. If ever we are to be Halt an dich. we must truly entwine our fates. We must link our causes forevermore. Was hast du denn anzubieten? Erstmal schnell ein bisschen das Thema in eine angenehmere Richtung lenken. Ja gut, das sind halt Sachen, die könnte man... Kosten wahrscheinlich viel, ne? Ja, lassen wir erstmal. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Also zuerst wirkte das irgendwie wie eine Knebelvertragsgemeinschaft, dann wie eine Familie, jetzt so langsam wie eine Sekte. Was ist denn das hier für ein Verein, die Fantastischen 5? Refused to join, but darling, didn't you? How can we? Refused? Oh, a plague on both our houses. For now, we may never link our destinies. Oh je, da haben wir Herzen gebrochen, ohne irgendwas zu tun. Ja, schön. Away from me now, oh perfect specimen. Torment me no further. But if you happen to meet more able-bodied, agile-minded adventurers,
Don't hesitate to send them my way. A woman can only mourn for so long. My only one. So, gut. Ja, verschwinden wir mal besser von hier. Nach diesem, ich muss mich jetzt auch mal, ne? Ich beende jetzt die Folge, weil ich muss mich ein bisschen abkühlen. Hier drin ist richtig heiß geworden gerade. Diese erotische Schwingungen haben mich ganz wuschig gemacht. Da muss ich erstmal runterkommen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, du bist nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und ja, mit ihren Worten verabschieden wir uns jetzt auch aus dieser Folge. Und ja, bis demnächst. Tschüss.